Hallo zusammen, wir gucken uns heute LA Vlog Part 1 an und geben ein paar Insights dazu. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Das ist der kleinste Racekurs der ganzen Saison. Oh, that was super close. We look pretty f***ed right now. Fühlt sich ein bisschen an wie in Kiel zu segeln gerade. Better be ready for a fight. Kalt sieht es da aus an dem Tag. Ja. Es war auch echt kalt für Los Angeles Verhältnisse. Die neuen Pitlane. Erste Mal das neue Setup von der CLGP Pitlane, was jetzt mehr aussehen soll wie bei Formel 1. Sprich, diesmal waren alle Teambases nebeneinander aufgebaut mit neuem Branding. Alle Boote stehen da nebeneinander aufgereiht. Es sieht echt super cool aus. Das war in LA das erste Mal präsentiert. Takes a group of us is tightening the trampoline. So the net that we use a lot when we're running across the boat, basically the tighter it is, the better. So all hands on the tools. Oh ja, Boatwork. This is the most important thing. Ja, auch immer sein. Genau, was wir im Grunde immer machen, wenn wir ankommen, jeder checkt sein Areal auf dem Boot. Das Short-Team baut das Boot bestmöglich zusammen. Das ist eigentlich ready to go, aber jeder hat die Verantwortung, seinen Bereich zu checken. Und hier haben wir, glaube ich, ein bisschen geholfen, das Netz zu spannen. Warum spannt man das Netz überhaupt? Ja, das Netz ist natürlich irre wichtig, weil es einmal das ganze Boot zusammenhält, da ist so viel Druck auf diesem Netz drauf, weil wir natürlich auch mit 6 Leuten darüber rennen, also mit 500 Kilo. Teilweise wird darüber gejumpt, natürlich nicht immer alle zusammen, aber manchmal in der Mooring stehen wir da auch alle zusammen drauf. Zudem aber zieht es beide Rümpfe auch zusammen. Das Verzwisten der Rümpfe wird dadurch auch reduziert und das ist was man nicht will. Also bei 100 km/h, dass die Rümpfe irgendwie sich bewegen, das will man möglichst vermeiden. Deswegen sind wir immer hinterher, ein extrem festes Trampolin zu haben. Hey, bro. Yeah, bro. Jacopo, look at them eyes. Hey, bro. How's it? Good. All good? Gut, hier. Es ist immer schön, es ist immer Freude, alle sind immer eigentlich gut drauf. Klar, man freut sich aufs Wochenende, die Energy ist high. Kurze Story teilen. Wie war der Flug, wie war die Reise? Was Ja, und geht ab dadurch, dass wir Leben? im Grunde Wo kommst du her? international aufgestellt sind, sehen wir uns in person ja nicht jeden Tag. Wir sehen uns im Grunde einmal im Monat. Jeder kommt immer aus einer anderen Ecke. Der eine aus Portugal, der andere aus Australien, der andere von da. Everyone, let's take a moment and appreciate the new helmets. Die neuen Helme. War das in LA das erste Mal auch? Ja, neue Helme. In LA haben wir ein neues Set Helme bekommen. Die sehen jetzt richtig slick aus und war cool, damit das erste Mal aufs Wasser zu gehen. Wir haben gesagt, die machen die Boote schneller, die Foils werden lauter, der Racekurs wird enger. Die Sicherheitsseite hatte keinen Zuwachs, also nichts zusätzlich bekommen, was die Sicherheit schärft, und für uns war das ein wichtiges Thema. Da wollten wir auf jeden Fall keinen Kompromiss eingehen und jetzt haben wir die Helme fertig und sie looken gut. Deswegen cool, dass wir damit an den Start gehen konnten. Aha. Oh, LA, Downtown. Heute ist unser Vorbereitungstag fürs Wochenende. Haben recht viel gemacht zwischen den Events, hatten ja einen Schocker in Sydney. Oh, that looks like an Hier sieht man, die Punkte gehen runter. Brazilian ball. Kann ich nicht drüber reden. Wie war die Stimmung? Da kann ich immer noch nicht drüber reden. Fair enough. Weiter geht's. Hat alle noch mal richtig wachgerüttelt, an vielen Stellschrauben ein bisschen mehr zu drehen. Nice, das Jarik auch mal zu sehen. A-Team, weil auch der A-Team war. 18-Song. Office hier. Netterweise die Büroräume, die Meetingräume von denen benutzen und machen heute Debriefs und bereiten uns aufs Ah cool, das war das Deutsche Bank Debrief, ne? Ach ja. Jetzt gehst gleich in den Fahrstuhl. Da war das Ding. Guck mal. Ach, da war das, wo du deine... Das Ding. Das Ding. Über das Ding bin ich Die Pylone. gestolpert beim Reden mit Lennart und ich habe immer noch, jetzt sind 3 Monate später, habe immer noch Handschmerzen von diesem Ding. Ich bin so theatralisch darüber gefallen, dass Lennart mich gefragt hat, war das gerade mit Absicht? So, Das ist echt 3-mal in meinen Füßen hängen geblieben und ich bin über den ganzen Gang geschlittert. so verletzt sich ein Profiathlet. Die Stimmung ist, würde ich sagen, ziemlich gut. Obwohl wir natürlich in Sydney echt einen Schocker hatten. Wenn man jetzt die Punkte anschaut, sehen wir nicht so gut aus. Aber die Saison ist noch nicht vorbei für Wieder die uns. The more that I schlechten think Punkte. about like fast what auf 0 happened in Punkte Sydney wieder, ne? is like we look pretty Break even. right now, but I really don't think we are. I know in that goal setting we did in Dubai, that we put like quite a lot of effort into. We did have like top 7 overall season finish. And I Jimmy just bringt's ja mal really ganz gut auf think den there Punkt is eigentlich. like no need to even flinch or waver from that at all. Ja, wir haben im Grunde verschiedene Elemente in unserem Goal-Setting und eins ist die Overall-Platzierung natürlich, aber es gibt auch andere Aspekte. Die Start-Average-Position, ein paar Parameter für Speed, für Manöver und auch für die Kommunikation, wo wir alle noch gut im Game sind. Genauso hat sich auch unser Ziel an dem Overall-Ergebnis, das zu erreichen zu wollen, nichts geändert.
Bleib einfach. Die Sicht von da oben war auch sensationell. Fahrer bleibt Fahrer. Eigentlich müsste Will hier sitzen, aber mache ich Navigator jetzt. Und DJ. You are now about to witness the strength of student. NWA. It's more confident when Eric's driving in a car. Das Stuhl ist auch einfach echt immer gut. Beste Humor. Yeah, we're playing team activity here. That's what's left. Ja, das war ein bisschen traurig. Ich hatte eigentlich eine Team Activity geplant an dem Tag. Das war eine geile Nummer eigentlich, dass sie da boxen die ganze Zeit. Wir brauchen auch so Handschuhe und die Pads. Competitions? Allkampf in Germany. Well, that's back in the days. Weiß. Aber was machst du da? Was bist du geworden? Wir hatten Deutsche ostdeutsche Meisterschaften. Geil, ostdeutsche Ostdeutsche Meisterschaft. Meisterschaften. Vize-ostdeutscher Meister. Ja, genau, in meiner Gewichtsklasse. He's looking at me, man. Jetzt ein bisschen verkloppt. Wir hatten uns ja auch überlegt, jetzt mal so Handschuhe und so Pads zu holen als Warm-up vor dem Segeltag. Das ist auch geil, einfach sich ein bisschen so in die Zone ziehen. Das sollten wir machen. Und es ist mal was anderes, als einfach nur ins olle Gym zu gehen und immer am Grinden oder an der Rudermaschine zu sitzen oder auf dem Fahrrad. Dass man Activity hat, man ist in the Zone. Ich bin jetzt nicht so der Kämpfertyp, aber einfach für die Fitness, für die Geschwindigkeit, die Koordination und die Upper Body Cardio und die Rotator, wie Erik sagt. Oh Mann, wäre ich da mal mitgekommen in dieses scheiß Ding gegangen. I think it's for me. I mean, it's super exhausting. You can see we are not professionals, but it's fun and it's really good training. So probably regular basis. Fleet better be ready for a fight, because we are. Ja, ist cool. Looks epic, ne? Das Skyline auf LA. So nice. Will Tiller, Stewie Biffle in the Hood. The Boys. Das ist jetzt der erste Tag, oder? Ja, Der schlechtes verregnete Wetter. erste Tag. Das war Trainingsday. Practice Race Day. We got to weigh in. Oh, jetzt müssen wir Immer der Tag der Wahrheit beim Weigh-In. Wir machen hier gerade Weigh-In. Wir müssen einmal auf die Waage. Wir haben ein Kampfgewicht von 501 Kilo. Dürfen wir nicht überschreiten. Erik muss schon die Hose ausziehen. Jedes Gramm zählt hier. I nearly saw an 8. Weigh-In ist auf jeden Fall auch immer ein Highlight. Es macht immer Spaß, da zusammen hinzugehen. Und dieses Battle ist immer on. Es gibt auch manchmal Deals, die gemacht werden, bevor es Kilo losgeht. können getauscht werden oder verkauft Genau, werden. ich habe schon mal 1 Kilo gekauft. Ist nicht billig. Bei uns ist es nicht extrem, weil wir alle halbwegs in dem Bereich liegen, wo wir sowieso hin müssen. Aber bei anderen Teams, da hast du teilweise einen Grinder, der bei 105 liegt, und da kann man sich vorstellen, 105 würden uns schon mal 8 Kilo unter Druck setzen fürs Team. Dann heißt es Sauna und Laufen, bis es vom Gewicht her passt. Du hast mehrere Möglichkeiten, dich einzuwiegen. Du suchst dir den Zeitpunkt selbst aus. Aber heute ist richtig norddeutsch, ist fast schon hanseatisch. Es wäre arschkalt, Nieselregen, nicht so geil. Kalt war es wirklich. Yeah. Good, bro? Hey, bro. Good? Buongiorno. Everybody here? 1, 2, 3. Hallo Lennart. Day 1. So we got a tricky meteo situation for the day. This slow moves from these Channel Islands towards the Catalina Island. Just moves southeast during the day. And once we have it basically on Catalina Island, which is this island, we'll get the strongest flow from here. Runde einmal eine Wettervorhersage angeguckt. Wir haben den Tag so ein bisschen geprimed mit den Inhalten, die wir trainieren wollen. Jacopo stellt meistens die Wetterseite vor, Lennart den zeitlichen Ablauf des Tages. Für unser Priming ist es einfach wichtig, dass die Wettervorhersage auch recht stimmig ist mit dem, was wir auf dem Wasser erleben, damit wir möglichst genau uns vorbereiten für das, was wir trainieren wollen. Ja, Ich glaube, das war das erste Mal auch, dass wir so ein neues Format an unseren Morgenmeetings jetzt führen. Ich finde es richtig cool. Wir kommen dann morgens immer um eine bestimmte Uhrzeit, 10 Uhr oder so, wenn wir nach unserem Briefing einmal alle zusammen, das ganze Team zusammen, wir stehen alle im Kreis. Und Lennart, unser Coach, hat jetzt angefangen, es so ein bisschen zu inszenieren, dass auch jede Gruppe, Segelteam, einer von uns spricht über unseren Tagablauf oder was wir erwarten. Die Shore Crew sagt einmal was über deren Area, Management, was für wichtige Punkte heute auf unserer Agenda sind. Und dann schwören wir uns ein auf den Tag mit dem Wheel, was immer weiter dreht. Es primet auch wieder alle so ein bisschen zusammenzurücken, auch wenn man in den Aufgaben recht weit voneinander entfernt ist. One Team, One Dream. Besonders hier am Kurs, wir haben Kelp, das ist so eine Unterwasserpflanze, die uns zum Teil gefährlich werden kann. Und Die ist uns auch gefährlich geworden.
Bist du jetzt auch ganz gut Ja. kommuniziert. Q-Kelp. Oh, was ein Wetter da. Fühlt sich ein bisschen an wie in Kiel zu segeln gerade. Also Regen, 15 Grad. Also hier sieht es gerade gut aus in Kiel. Aber immerhin ist guter Wind da. Nicht vergleichbar. Practice Race 1. Ah, ja. Nur mit Split Fleet. Genau. 6 Boote nur. Bisher muss man sagen, waren die 6 Boote Split Fleet Races extrem gut für uns. Ne? Stimmt. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen Damage Management, was man macht. Wir segeln oft mit den 12 Teams jetzt an der Startlinie, dass wir das Practice Race an dem Tag vorher mit 2x6 Teams starten und nicht einmal 12, was ein bisschen anders ist vom Ablauf, von den Möglichkeiten, die man hat. Es ist ein bisschen freier am Start. Für uns war es gar nicht so schlecht. Wir dachten erst, die erfahrenen Teams haben mehr Vorteil, weil dann der Boat Speed eine größere Rolle spielt. Aber wir sind immer gut rausgekommen. Richtig gut geschlagen, stimmt. Das ist ganz verdrängt, leider. Das waren wirklich gute San Francisco auch. Ja, waren wir auch so gut. Jetzt erster Start, erste Tonne, erster Platz. Und dann hatten wir einen Fight mit den Spaniern. Ich glaube, wir haben ihn am Ende verloren, aber wir haben uns lange gehalten. Ja. Und da zack, einmal von den Ventiliert. Wir hatten ein ganz gutes Battle mit Spanien, haben leider zweimal gegen sie verloren, sind zweimal Zweiter geworden. Spanien 1-1 gefahren, wir 2-2 gefahren am Practice Racing Tag, also war in Ordnung. Hatten auch die Chance, Spanien zu schlagen, haben dann ein bisschen zu hart gepusht, sind aus dem Wasser geschossen, von den Foils gekommen. So ist es, so muss es laufen. So muss es laufen. Ja. Definitiv. Die Learnings sind danach so gut, nach so einem Tag und so viel gelernt, da wieder was reinzuschauen. Wir wollen versuchen, defensiv zu fahren im Practice Racing, weil wenn man nicht defensiv fährt, sieht man, was rauskommt wie in Sydney. Da kann ich immer noch nicht drüber reden. Also wir wollen Boot-to-Boot defensiv fahren, aber wir wollen auf dem Boot selbst aggressiv fahren. Wir wollen möglichst ans Limit gehen, von der Flughöhe ans Limit gehen, von den Manövern. Den Speed selbst wollen wir schon pushen, so hart es geht. Ist im Grunde der einzige Tag, den wir wirklich als Racing-Lerntag nutzen können. Hat Laune gemacht hier, erster Tag LA. Okay, erster Racing-Tag, Samstag. Das Wetter wesentlich besser. Fizzing. Oh, no breeze. Fizzing, no breeze. Es wird nicht so schön, wie du es dir hoffst. Liegt an der Maschine. Performance note side, I sent a bit the straight line stuff yesterday. But generally good job. Like numbers are showing well, especially on the upwind. As you see the Brits and also the Danes at times and the Swiss. Wieder ein Debrief, geht um Speed. Ich glaube, da geht es meistens um Details. Zum Speed, zu dem Tag davor, mit den Bedingungen, die wir da hatten. Das ändert sich schon von Tag zu Tag. Es ist einfach sehr detaillierte Speed-Details, Details und so weiter. Miles off where we want to be, but just indication is that, especially in the Texas, we are a bit on the faster turn rate. Next meeting. Yesterday was after Sydney a good sailing window to come back with less boats on the race course. I think that was nice for us today. 12 to 18 knots, sun, good wind direction, a little further from the right. So we have a different race course. Sounds today. epic. Excited to go out, happy to go racing. Oh, it looks epic. Looks epic. So geil aus, einfach die Race Days. Wir hatten die beste Startstatistik bisher in LA? LA, ja. Wir hatten Wirklich? Dritter oder Vierter in der Overall-Startstatistik. Den Start-Average auf ein gutes Niveau zu kriegen, dem sind wir ganz schön nah gekommen. Da sind wir dann schon nah. Ne? Das ist ja das A und O und auch das Schwierigste. Das ist ein großer Teil des Races. Der größte Teil eigentlich. Wir wollen, oder? Der Start und genau. das Race zu Mark I, wenn man da vorne den ersten 3 Booten ist schon mal die halbe Miete. Auf jeden Fall. Ja, deswegen danach die kleinen Fehler sind jetzt hoffentlich schnell aufzuräumen und wegzukehren. LA war ein schöner Event. All in all war es ganz gut. Ja. Happy to push further. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert unseren Kanal, liked ihn, droppt ein paar Comments, eure Gedanken und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.